Heute geht es um die E40 bzw. die Baureihe 140 von Märklin, die 3040, sozusagen das Schwestermodell von der E10 bzw. 3039 von Märklin, die ich schon vorgestellt habe, und im Original unterscheidet sich diese Güterzug-Variante der E40 wohl hauptsächlich durch eine andere Getriebeübersetzung gegenüber der E10, und ansonsten ist die Lokomotive zumindest in der Ursprungsvariante wohl relativ ähnlich. Hier ein Katalogbild aus dem 1965er Katalog. Märklin hat die Lokomotive damals parallel herausgebracht zur 3039. Und hier dann ein paar Originalbilder, und die Lokomotive ist hier zu erkennen in der ersten Version, seitliche Aufschrift bzw. Baureihenbezeichnung E40 210. Und so wurde die Lokomotive von Märklin bis 1971 produziert. Ja, und damit möchte ich nochmal direkt aufgreifen, dieses Umschalten der Beleuchtung. Hier rechts nochmal die Tabelle aus dem 1965er Katalog, Dreidichtspitzensignal, das mit der Fahrtrichtung umgeschaltet wird, was bei den ersten Modellen dann wohl der Fall war und von Märklin dann aber wohl nicht mehr weiter so vertrieben wurde. Im gleichen Katalog von 1965 haben wir dann hier das Modell der 3013, und was mir hier aufgefallen ist, auch hier ist es so im Text je 2 elektrische Stirnlampen vorne und hinten, die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten. Und das ist aus dem Grund interessant, weil diese Lokomotive wurde unter der SEH 800 auch 1955 schon mit der gleichen Technik verkauft, und auch damals gab es schon je 2 elektrische Stirnlampen vorne und hinten, die sich beim Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten. Und ich fand das jetzt einfach interessant, weil Märklin sozusagen vor der Einführung der 3040 und 3039 in 1965, also mindestens schon 10 Jahre vorher, Lokomotiven produziert hat, die diese fahrtrichtungsabhängige Beleuchtungsumschaltung hatten und das gar nicht so besonders tolles Neues ist. Und ich habe dann kurz im 1955er Katalog mal weitergeblättert, und ihr seht hier, dass diese Lokomotiven, die ich jetzt hier im Hintergrund durchlaufen lasse, alle eine solche Lichtumschaltung schon eingebaut hatten. Ihr habt mir da zahlreiche Kommentare geschrieben auf das Video mit der 3039. Bei den älteren Modellen müsste es sich jetzt hier wahrscheinlich einfach um einen Walzenumschalter handeln, den die Lokomotiven eingebaut haben, und da war es wohl vollkommen problemlos, dass der Lichtwechsel mit der Fahrtrichtung hier am Umschalter ihn sozusagen mit einzubauen. Dieser Walzenumschalter ist dann irgendwann weggefallen, und es scheint jetzt so zu sein, dass ab der Generation sozusagen 3040 und 3039 ein anderer Fahrtrichtungsumschalter eingebaut wurde. Märklin wohl versucht hat, diesen Lichtwechsel aufrechtzuerhalten, indem der Umschalter hier anders verkabelt wurde, beziehungsweise die Glühlampen anders verkabelt wurden. Und das ging dann aber wohl immer mit dem Nebeneffekt daher, dass die Lampen dann dunkler waren, und Märklin hat dann wohl nach 2 oder 3 Jahren diese Schaltung dann in den Modellen wohl aufgegeben. Und dann haben mir mehrere von euch auch tatsächlich geschrieben, dass sie die Lokomotiven selbst so umgebaut hatten oder ihre Lokomotiven so umgebaut waren und es eigentlich kein Problem ist, wenn man die Kabel anders verlegt, aber es immer die Problematik gibt, dass die Lampen wesentlich dunkler werden als bei der normalen Verdrahtung mit den aktuelleren Umschaltern. Ich selbst habe leider keine Modelle von den 1965er Varianten der 3040 oder 3039. Wenn ich irgendwann mal so ein Modell im Originalzustand in die Finger bekomme, dann werde ich mir das mal genauer anschauen und werde darüber berichten. Und dann gibt es die zweite Variante der 3040 von Märklin ab 1972, dann als Baureihe 140 210-6 bezeichnet. Das ist dann auch die Variante, die ich hier habe. Das ist ein Bild aus dem 1972er Katalog, so wurde die Lokomotive produziert bis 1974 von Märklin. Und hier ist dann meine Originallokomotive, einmal von der Stirnseite und einmal von der Seite. Und hier habt ihr dann die neuere Bezeichnung Baureihe 140 210-6. Ich durfte die Lokomotive damals immer nur im Katalog bewundern, hatte sie in meiner Jugend leider nie selbst. War immer sehr begeistert von der grünen Variante, die mir immer ein bisschen besser gefallen hat als die blaue. Ist im Grunde mir aber dieselbe Lokomotive, also irgendwie habe ich einfach nur mehr zur grünen Farbe hin geneigt. Die Lokomotive wurde dann 1974 wohl aus dem Programm genommen, und es gab einen Teilesatz unter der 3940 wohl von 1975 bis 1976. Allerdings habe ich die im Katalog nirgends gefunden.
Dann kommen wir zur zweiten Variante der 140 in der alten Ausführung, und zwar habe ich hier die 3156. Die hat Märklin ab 1980 im Katalog aufgenommen in der beige-türkisen Variante und sie wurde wohl so produziert bis 1991. Das ist hier ein Bild aus dem 1980er Katalog und hier ist dann nochmal meine Lokomotive, einmal von der Front und von der Seite. Diese beige-türkisen Varianten haben mir persönlich immer gut gefallen, auch wenn sie im Allgemeinen ja im Original nicht so beliebt waren, aber ich fand das immer eine tolle Farbgebung. Und das müsste es dann auch gewesen sein mit dieser Ursprungsvariante, hauptsächlich zu unterscheiden von den neueren Modellen, indem wir hier noch die runden Lüftergitter haben an der Seite der Lokomotive, und die neueren Varianten sind dann relativ einfach zu unterscheiden, weil sie dann diese viereckigen Lüftergitter an der Seite haben, und da habe ich dann die 3331 von Märklin in der neuroten Variante. Baureihenbezeichnung 41-045-6 müsste produziert worden sein von 1992 bis 1997. Dann habe ich die 3345 wieder in der beige-türkisen Variante unter der Baureihe 140-398-9 müsste von 1991 bis 1994 produziert worden sein. Und hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich keines dieser Modelle habe. Soweit ich weiß, müssen die dann auch schon einen elektronischen Umschalter haben, und dann gibt es diesen Lichtwechsel dann auch wieder, der in den alten Modellen dann weggelassen wurde. Dann habe ich eine weitere Baureihe 140, und zwar eine 34401 in Neurot. Müsste 2003 produziert worden sein unter der Baureihe 140-332-8. Und eine Verkehrsroute-Variante unter der 37401, Baureihenbezeichnung dann auf der Lokomotive die 140-288-2 müsste von 2000 bis 2002 produziert sein. Die Variante der DB Cargo. Was ich hier nicht gefunden habe, beziehungsweise es gab dann wohl keinerlei Primex-Varianten von der Baureihe 140, wobei sich das ja noch auf die 3040 oder 3156 bezieht. Und was ich jetzt auch erstmal nicht ausfindig machen konnte, waren, ob es irgendwelche Zugpackungen gerade mit den alten Varianten der 140 von Märklin gab. Da habe ich auf Anhieb auch nichts gefunden. Wenn ihr da mehr wisst oder ich wieder irgendwas übersehen habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann trage ich das hier wieder gerne nach. Und dann war es das hier mit der Vorstellung der alten Modelle der Baureihe 140 bzw. E40 von Märklin von 1965 bis Anfang der 90er Jahre plus die Ergänzung der nächsten Modellvarianten. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.